In einem Sandberg verbirgt sich eine der geheimsten und wichtigsten, wenn nicht sogar die kriegsentscheidendste Anlage des Dritten Reiches. German Space Magic. Ein gigantisches Stollensystem für die unterirdische Produktion von Hochtechnologie, der Kernforschung und eine Fabrik für Atombomben. Weit verzweigte Gänge mit Hallen und riesigen Eingangsportalen für die Reichsbahn liegen hier in ewiger Dunkelheit, unbemerkt von der Öffentlichkeit, unter einem Berg. Der Chef des Geheimwaffenprogramms und General der Waffen-SS, Hans Kammler, betraute keinen geringeren als Karl Fiebinger mit der Planung der Anlage. Diese Anlage unterlag der strengsten Geheimhaltung, die den Krieg lange überdauert hat. Heute aus dem genannten Grund recht unbekannt und als eher unwichtig eingestuft. Sollte in dieser Anlage wirklich die Produktion von schwerem Wasser und die Herstellung von Kernwaffen stattgefunden haben? In dieser Reportage werfen wir einen genauen Blick auf dieses Bauwerk, auf die wahren Hintergründe und seine Bedeutung. Warum die heute bekannte Verwendung nicht stimmen kann und warum die Tarnung bis heute funktioniert, erfahrt ihr in dieser Reportage. Die unterirdische Schwerwasserfabrik. Adolf Hitler in einem Gespräch mit Oberst Rudel. Oberst Hans-Ulrich Rudel, deutscher Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg. Oberst Rudel wurde als einziger Soldat mit dem goldenen Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz ausgezeichnet. In seinem Buch Mein Kriegstagebuch notierte Rudel die oberigen Zeilen. Nicht nur die alliierten Geheimdienstberichte bestätigen die Existenz der deutschen Atombombe. Auch Soldaten erfuhren von den Fortschritten der deutschen Atomforschung. So, und schon hängen wir im Stollen. 8 Meter unter mir geht's runter. Ich bin fast am Stollendach. Ich bin hier gerade reingeklettert. Jetzt geht's ab nach unten auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit. Also wir haben hier so eine schöne Leiter drin. Ich stoppe hier nochmal. Aber wie gesagt, der kann man schon vertrauen, aber ohne Seil, ohne Abseilgerät und Sicherung geht das gar nicht. Das ist ultimativ gefährlich. Es sind knapp 8 Meter in die Höhe und deswegen haben wir uns zu der Kletterausrüstung entschieden. Und alles, was wir runtergehen, das macht Spaß, müssen wir später auch wieder hoch. Weil lassen wir mal einen Augenblick wirklich diese gewaltige Anlage, ich bin jetzt gut auf der Hälfte, auf uns wirken. Ja, und mal ganz ehrlich, ich kletter in einer unterirdischen Fabrik, in einer Fabrikhalle. Überlegt euch mal, was das für riesige Dimensionen hier sind. So, unten. Und diese Anlage sucht tatsächlich in der Welt ihresgleichen. Es gibt im gesamten deutschsprachigen Bereich keine Anlage, die sich nur annähernd mit dieser Anlage hier messen kann. Wir hoffen, dass es erhalten bleibt, dass es der Nachwelt erhalten bleibt. Das ist lebendige Geschichte, was wir hier machen. Ich stehe inmitten lebendiger Geschichte. Das ist die Geschichte von viel Not, Elend, Hass, aber auch Hoffnung. Es ist einfach gigantisch. Ihr müsst einfach mal diesen Augenblick auf euch wirken lassen. Ich empfinde große Dankbarkeit, dass ich heute hier sein darf. Nochmal vielen Dank an meine österreichischen Kontaktleute, dass sie mir diesen Zugang hier arrangiert haben, dass ich mich heute hier umschauen darf. In meinem letzten Bericht besuchte ich einen Teststollen, der eigens errichtet wurde, um die Festigkeit des Sandgesteins gegen Bombenangriffe zu testen. Techniker wollten dadurch die Stärke der zu verbauenden Materialien bestimmen.
Das Gestein erwies sich als äußerst geeignet für unterirdische Anlagen, da der Sand die Wucht der Detonation von Bomben besonders gut absorbieren konnte. Offiziell sollte die Teststollenanlage für die Uferlagerung B8 Bergkristalle angelegt worden sein. In Wirklichkeit sollten die Ergebnisse für eine weitaus bedeutsamere und geheimere Anlage verwendet werden. Die Stollenanlage besitzt 7 Hauptstollen, die alphabetisch gekennzeichnet A bis G und 15 Produktionsstollen, die numerisch gekennzeichnet sind. Die Dimension der Hauptstollen belief sich auf 12 Meter Breite und 8 bis 10 Meter Höhe. Sie sollten eine Länge von 450 Metern besitzen. 15.000 Menschen waren in 3 Schichten eingeteilt und arbeiteten rund um die Uhr an der Fertigstellung einer gigantischen unterirdischen Anlage. Heute besitzt diese Anlage eine Fläche von ca. 45.000 Quadratmetern. Im Hauptstollen A war ein zweigleisiger Bahnhof, der an das Reichsbahnnetz angeschlossen war. Obwohl hier nur Kugellager der Firma Daimler-Steyr-Puch gefertigt wurden, so zumindest die offizielle Geschichte, errichtete man riesige Portaleingänge für die Reichsbahn. Ist es wirklich nötig, für Kugellager einen unterirdischen Bahnhof zu errichten? Für eine Verlagerung für die Produktion von Kugellagern ist diese Anlage bei weitem überdimensioniert. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Verlagerung Deckname Kies. Das ist Stollen 1. Er ist schon ziemlich gut ausgebaut. Der Boden hier ist zwar raus, die Farbe ist nicht original Krieg. Hier waren nach dem Krieg Champignonzucht etc. drin, durchnummeriert von A bis G und verbunden durch Querstollen von einem Krieg diese Kugellagerproduktion stattfinden sollen. Das ist genau dieser Bereich, er ist fertig ausgebaut. Hier wurden ebenfalls Kugellager hergestellt und diese Anlage fällt im Vergleich eher mickrig aus. Doch schauen wir uns den Bereich um den Hauptstollen A genauer an. Hier fällt bei genauerer Betrachtung eine Anomalie der Stollenführung auf. Die Anlage ist in allen Bereichen gleich aufgebaut. Die Hauptstollen verlaufen gerade und die Produktionsstollen kreuzen gleichmäßig und verlaufen durch die gesamte Anlage. Lediglich in diesem Bereich ist der Stollenverlauf ungleichmäßig. Ein weiteres merkwürdiges Detail findet man in dem Hauptstollen B. Im Eingangsbereich befindet sich ein undefinierbares Bauwerk. Hier wird spekuliert, dass es sich um eine Lüftungszentrale, Generator oder Transformatorenraum handeln solle, der durch einen etwa 10 Meter hohen Schacht mit der Oberfläche verbunden ist. Am oberen Ende befindet sich ein verbunkertes Gebäude, was ebenfalls gesprengt ist. Man braucht an dieser Stelle nicht zu erwähnen, dass es zu diesem Bereich keine Unterlagen gibt. Das ist eine unterirdische Fabrik, entstanden 1944, Bauzeit knapp ein Jahr. Ihr seht es wieder, wir haben die charakteristische Eiform. Bedeutet, Gesamtprojektleiter war SS-General und Chef des Geheimwaffenprogrammes, Doktor der Ingenieurswissenschaften Hans Kammler und das Ingenieurbüro Karl Fiebinger. Wen wundert's? Wir haben dieselben Strukturen wieder nach oben, eiförmig, markant, charakteristisch wie im Zement A und im Zement B in Ebensee. Komisch ist nur überall, wo Karl Fiebinger mit auftauchte, Bergkristall ähnlich, haben wir diese Strukturen außer im Jonastal. Da ist es einfach nur gerade in den Berg rein und viereckig. Das gibt schon sehr zu denken, wenn er überall gleich baut, außer im Jonastal. Ne? Also in den Anlagen, die uns bekannt sind. So, wir machen mal eine Höhenmessung. Also ich habe aktuell ein bisschen Probleme mit meinem Kameralicht. Der hat irgendwie einen weg, ich weiß nicht, ob da Sand reingekommen ist oder sowas. So, wir haben eine Deckenhöhe hier von 7,8 Metern, also knapp 8 Meter hoch. Natürlich, hier liegt Zeug auf dem Boden und Gesamtbreite von 9 Metern. Hierüber 9,20 Meter. So, und es gibt hier auch noch Besonderheiten in diesem Bauwerk. Hergestellt werden sollten hier Kugellager von der Firma Steyr-Daimler-Puch. Die ist uns bekannt aus Ebensee. Aber es gibt hier noch Bereiche, also die hatten einige Stollen angemietet für ihre Produktion, aber längst nicht alle Stollen. So, und man munkelt, dass hier eine Schwerwasseranlage stehen sollte, weil wir sind in der Nähe zum Bergkristall. Atomare Forschung. Mal gucken, ob wir Anzeichen dafür finden, ob sich hier damals wirklich irgendwo eine Schwerwasseranlage befunden haben könnte. Wir gehen hier einfach mal durch. Wir haben hier mehrere Kilometer Stollensystem. Wie gesagt, die Bauzeit war ein Jahr. Es ging relativ schnell, weil wir haben hier Sandstein anliegen, ja, und nicht irgendwie harten Felsen wie jetzt im Zement oder im Jonastal, also im Sonderbauvorhaben 3. Wir laufen hier einfach mal durch und schauen uns das Gesamtbauwerk an und ziehen dann unsere Vergleiche zum Jonastal.
Mit dabei habe ich die Lucy. Lucy unterstützt mich. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal um. So, jetzt sind wir in einem Bereich, der ist gesprengt worden. Man sieht es hier ganz gut, das ist Versprengung. Und zwar haben die Sowjets, wollten, dass die Anlage, ähnlich wie alle anderen Anlagen in Deutschland oder im Bereich des Deutschen oder Dritten Reiches, zerstört würden nach dem Krieg. Deswegen hat man hier gesprengt. Man dachte, weil es ja Sandstein ist, man sprengt einfach die Tunneldecken ein, der Berg gibt nach und es rutscht zu mit Sand. Aber das Sandgestein ist hier so hart, dass nicht viel passiert ist. Also es ist hier eingekracht, der Stahlbeton hat nachgegeben und darüber, das hat tatsächlich noch ausgehalten. Und deswegen ist die Anlage heute noch begehbar. Wie gesagt, wir haben mehrere Kilometer, wir haben einiges vor. Wir schauen uns jetzt den Rest mal an, gucken mal, ob wir wirklich Anzeichen dafür finden, was hier damals passiert ist, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Um zu erfahren, welche Bestimmung dieser Raum hatte, muss man auf die oberirdischen Bauwerke schauen. Dort gab es eine ca. 5 Kilometer lange Wasserleitung mit Pumpstation, die von der Donau zu dieser Anlage führte. Weiter finden sich komplexe Becken und Tanks, um große Wassermengen zu speichern. Warum benötigte man eine so lange Wasserleitung und die Wasserspeicher, da die Anlage im Bereich Stollen G über ausreichend Grundwasser verfügte? Bis heute existiert dort eine Leitung, die Wasser führt. So, und hier kommt aus diesem Rohr, das hier gerissen, klarstes Wasser raus. Wirklich ganz klar, schön kühl. Und das läuft immer noch durch das Rohr. Es läuft in diese Richtung weiter. Warum sollte man also eine 5 Kilometer lange Wasserleitung errichten, bei der knappen Ressourcenlage im Kriegsjahr 1944? Die Antwort auf diese Frage ist schweres Wasser. Aus was besteht schweres Wasser und wozu benötigt man es? Im schweren Wasser ist das Isotop Deuterium angereichert. Es kommt in Kernreaktoren als Moderator zur Anwendung, um Neutronen zu verlangsamen, um eine Kettenreaktion herbeiführen zu können. Eine solche Anlage zur Erzeugung von schwerem Wasser wurde in dem norwegischen Wasserkraftwerk Vemork zuvor betrieben. Diese Anlage erzeugte durch Elektrolyse als Abfallprodukt bei der Gewinnung von Ammoniak für die Produktion von Düngemitteln schweres Wasser. Bereits vor der Besatzung Norwegens bestand von deutscher Seite aus großes Interesse an dieser Anlage. Die Firma IG Farben wollte die Anlage erwerben. Die Franzosen vereitelten den Kauf und erwarben große Mengen von schwerem Wasser, bevor das Dritte Reich sich die Vorräte sichern konnte. Direkt nach der Besetzung Norwegens übernahm das Deutsche Reich das Kraftwerk und steigerte die Produktion von schwerem Wasser. 1942 konnte das Dritte Reich einen britischen Sabotageakt vereiteln. 1943 verlief ein erneuter Sabotageversuch positiv und die Anlage wurde stark beschädigt. Allerdings gelang es den Deutschen, die Produktion wieder aufzunehmen. Ende 1943 folgte eine massive Bombardierung mit 160 Flugzeugen des Kraftwerks. Die Anlage hatte gut geschützt die Bombardierung überstanden. 20 Zivilisten verloren an diesem Tag ihr Leben. Das Dritte Reich beschloss, die Anlage nach Deutschland zu verlegen. Erst Monate nach der Verlegung kam die Anlage in Deutschland an. Sie nahm nie den Betrieb auf und fiel den Sowjets in die Hände. Der Vorrat an schwerem Wasser sollte mit der Eisenbahnfähre Hydro abtransportiert werden. Der Widerstand platzierte auf Befehl Englands Sprengladungen mit Zeitzünder an dem Schiff und versenkte es am 20. Februar 1944 in dem See Tincha. Hier verloren 14 Zivilisten ihr Leben. Lediglich 4 deutsche Soldaten kamen ums Leben. Die kostbare Ladung war eher dürftig abgesichert. Der Vorrat an schwerem Wasser, ca. 500 Kilo, schien verloren. Kritiker wollen nach dem Verlust der Schwerwasservorräte das Ende des deutschen Uranprojektes bewiesen haben. Untermauern soll die Tatsache, dass das Dritte Reich nicht in der Lage war, eine solche Anlage neu zu errichten und zu betreiben, aufgrund der Energie- und Ressourcenknappheit. Das Ende der deutschen Atomforschung kam spätestens mit diesem Ereignis. Doch wäre die Fracht für das Dritte Reich so wichtig gewesen und hänge davon wirklich der Fortbestand des deutschen Atomprogrammes ab, dann wäre die Eisenbahnfähre besser bewacht gewesen und die Fahrt hätte unter Geleit stattgefunden. Die Verschiffung der insgesamt 500 Kilo schwerem Wasser wurde eher stiefmütterlich behandelt.
Auch die Tatsache, dass eine solch wichtige Anlage erst nach Monaten nach ihrer Demontage in Deutschland ankam und dort nie in Betrieb genommen wurde, spricht nicht für die Wichtigkeit des Projektes. Da das Dritte Reich selbst in der Lage war, schweres Wasser in ausreichenden Mengen zu produzieren, ist dieser Umstand nachzuvollziehen. Die folgende Aufzählung stellt keine Glorifizierung des Nationalsozialismus dar. Es entspricht lediglich historischer Tatsachen, die wichtig für das Verständnis der weiteren Abläufe dieser Reportage sind. Deutschland war im Zweiten Weltkrieg technisch gesehen seinen Gegnern um Jahrzehnte voraus. Betrachtet man Projekte wie die Horten Ho 229, der sogenannte Nurflügler, der als Vorbild für den B-2-Bomber der US-Luftwaffe diente, zuvor der erste Triebstrahljäger der Welt, die Messerschmitt Me 262, das Raketenprogramm, das Aggregat A4, die V2, erreichte bereits 1942 den Weltraum. Auf dieser Technologie beruht das gesamte US-amerikanische Raumfahrtprogramm. Das erste Nachtsichtgerät der Welt, der erste in Serie gefertigte Hubschrauber FI-282, das erste Tankappen-U-Boot U-480, um nur wenige zu nennen. Im Jahre 1895 entdeckte der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Die Entdeckung des Prinzips der Kernspaltung und der nuklearen Kettenreaktion durch die deutschen Wissenschaftler Otto Hahn, Fritz Straßmann und Lise Meitner. Deutschland hatte als erstes Land das große Potenzial der Kernforschung erkannt und dass sich bei der Kernspaltung riesige Mengen Energie freisetzen würden. Der erste Schritt zur Atombombe war gemacht und er kam aus Deutschland. Warum sollte ein technisch hochgerüstetes Land, welches Wissenschaftler besaß, die das Atomzeitalter einleiteten, von solch einer wichtigen militärischen Waffe und Energiequelle ablassen? Diese Theorie ist mehr als nur absurd zu betrachten. Das Land, was diese revolutionären Erfindungen hervorbrachte, soll also nicht in der Lage gewesen sein, eigenes schweres Wasser herzustellen. Keineswegs. Deutschland fand ein weiteres Verfahren, um schweres Wasser herzustellen. Dieses Verfahren kam bereits Anfang der 30er Jahre in den USA zur Anwendung. Dieses Verfahren ist weitaus einfacher als das Elektrolyseverfahren, welches große Mengen an Energie benötigte. Die Rede ist vom Destillationsverfahren. Hierbei wird normales Wasser, welches zu kleinen Teilen aus schwerem Wasser besteht, aufbereitet bzw. vorbereitet und durch Erhitzung verdampft. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis die gewünschte Reinheit an Deuterium gegeben ist. Nach diesem Prozess erhält man schweres Wasser oder chemisch betrachtet Deuteriumoxid, welches leicht und mit vergleichsweise wenig Energie zu gewinnen war. Deutschland war also in der Lage, schweres Wasser in ausreichenden Mengen für das Uranprogramm selber herzustellen. Nach dieser Erkenntnis ist die Theorie, dass Deutschland bei der Atomforschung weit hinter seinen Gegnern zurückfiel, nicht mehr zu halten. Offiziell wurde das Atomprogramm des Dritten Reiches bereits im Jahre 1942 eingestellt. Die Einstellung wurde öffentlich gemacht und diente als Tarnung für ein Projekt, was mit Hochdruck vorangetrieben wurde. Bereits am 2. August 1939 warnte der Physiker Albert Einstein in einem Brief an den US-Präsidenten Roosevelt vor der deutschen Atombombe. Er sah die hohe Wahrscheinlichkeit, dass deutsche Physiker die Fachkenntnisse besaßen, um den Bau einer Atombombe zu realisieren. So, ich stehe jetzt wieder in einer von diesen großen Hallen. Wie gesagt, diese Rundform oben, diese Eiform ist wieder gut zu erkennen. Die Hauptstollen durchnummeriert von A bis G und verbunden durch Querstollen von 1 bis 15. Im Stollen A, da sollte ein Bahnhof rein, ein unterirdischer Verladebahnhof, wo man die Rüstungsgüter, die man hier hergestellt hat, unterirdisch auf die Bahn verlädt und dann bei Nacht, wenn das Reichsgebiet von feindlichen Flugzeugen nicht so wimmelte, also da hatte man dann noch so ein bisschen die Lufthoheit in der Nacht, sollten die Bahnen dann hier tatsächlich das Werk mit den fertigen Gütern verlassen. Der Stollen B ist der längste Stollen und er geht einmal komplett durch diesen ganzen Berg raus. Das ist auch der einzige Stollen, wo reingeht und auf der anderen Seite rauskommt. Die anderen Stollen gehen alle rein und hören irgendwann auf, gehen dann nicht weiter. Man hat das nicht komplett fertig gebaut. Ja, 1945 wurden die Arbeiten dann von den vorrückenden Amerikanern und Sowjets gestoppt. Links neben mir geht es ein bisschen runter und rechts neben mir, beziehungsweise jetzt schräg über mir, rechts über mir, befinden sich so Löcher in der Tunneldecke. Da weiß niemand, was das gewesen ist. Ob das jetzt hier vielleicht der Schwerwassererzeugung diente, weil es hier auch nach unten geht, bleibt fraglich. Also man sagt es sich, es wird sich so erzählt, es gibt wahrscheinlich auch Indizien dafür, dass hier hätte eine Schwerwasseranlage unterkommen können. Wie gesagt, die Nähe zum Bergkristall ist gegeben und da soll ja die Atomforschung
stattgefunden haben, Atomentwicklungen stattgefunden haben, ähnlich wie man das über das Jonastal sagt. Also hier geht es runter, ist nicht tief. Von oben sickert irgendwas durch. Es riecht auch eher eigenartig, ob das verfaulende Holz ist oder ob sich hier möglicherweise noch was drüber befindet. Das kann man nicht genau sagen. Und da oben sind nochmal diese Sachen, diese komischen Ausbuchtungen, gut zu erkennen. Man weiß halt nicht, was es war, ne? Also über mir, wie gesagt, diese 4 undefinierbaren Aussparungen an der Decke. Und da kann man das so sehen auf der Kamera. Sieht man das? Also hier haben wir 4 Stück. So, und wenn ich ein Stückchen weiterlaufe, ins Bauwerk rein, haben wir nochmal diese identisch, aber halt auf der anderen Seite. Und genau über mir sind auch nochmal diese 4 Stück. Genau, komm mal mit. Und es sind einfach nur 4 Aussparungen und dahinter ist dann der nackte Sandstein. So kann man es wahrscheinlich gut sehen, ne? Ja. So, wir gucken uns einfach mal diesen Bereich hier unter den German Space Magic Gebilde an. Hier ist so eine Leiter, da kann man schön reingehen. Kommt ein Rohr aus der Wand raus und ist einfach nur ein kleiner Schacht. Der ist zum Glück nicht vollgelaufen mit Wasser. Man sagt, er liegt natürlich voller Schutt. Ich bin 1,80 hoch, also groß, 1,82, 1,70 Meter, whatever. Und wie gesagt, hier haben sich schon jede Menge Leute verewigt, weil hier ist nämlich genau derselbe schlickige, schwarze Belag wie in den Jonastalstollen. Und jetzt können wir, wie gesagt, mit 100%iger Sicherheit sagen, dass das Rückstände von der Sprengung sind. Ja, das ist, wie gesagt, ein Mysterium, warum da oben die Aussparungen drin sind. Und wie gesagt, der Deutsche hat nichts ohne Grund gemacht. Warum er diese Aussparung da gemacht hat, ist uns nicht bekannt. Es liegt nichts vor. Es gibt keine Dokumentenlage darüber, warum das damals so geplant wurde von Karl Fiebinger. So, weil wir ja davon ausgehen, oder man auch dieser Anlage nachsagt, sie hat was mit der Kernforschung, mit dem Nuklearprogramm, mit dem Atomprogramm des Dritten Reiches zu tun. Ich habe jetzt die ganze Zeit zwischendurch immer mal wieder Messungen angemacht. Die Höchstwerte, also es pendelt sich immer ein von 0,6 bis 0,22 Mikrosievert die Stunde. Aktuell sind wir bei 0,14. Es steigt gleich. Ich habe eben in diesem Bereich, als ich mich darauf zubewegt habe, wo man eventuell sagen könnte, da sollte sowas errichtet werden, hatten wir die Höchstwerte von 0,22. Das ist aber auch im erträglichen Bereich, also das ist nicht wirklich erhöht, das ist der absolute Normalbereich. Jetzt sind wir bei 0,19 Mikrosievert die Stunde. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter hier an die Kreuzung, links wie rechts gehen wieder Gänge ab. So, und hier bin ich auch bei 0,20, 0,21 Mikrosievert die Stunde. Wie gesagt, es sind 4 Stück an der Reihe. Wofür die da sind, weiß man nicht. Das ist die Kategorie German Space Magic. Hier haben wir auch noch ein Loch in der Decke und darüber ist wieder der Sandstein, aber ein größerer Gang. Eventuell auch ein möglicher Einstieg. Ihr seht ja, das ist Sand von oben runtergefallen. Vielleicht hatte man sich versucht, hier auch noch mal reinzubuddeln. Und hier kann man das schön erkennen. So hat man das damals aus dem Felsen rausgehauen, aus diesem Sandstein. Das sind die Spuren von den Werkzeugen, die man hier damals verwendet hatte. Also das ist tatsächlich der Rohzustand. So hat man das damals hier reingebaut. Ne? So.
großer Stahlbetondurchbrüche. Schauen wir mal, wo wir hier sind. Riesig. Doch wieder ein gigantisches Bauwerk. Wie geht das denn vom Licht? Ja, also es ist schwierig, das hier alles einzufangen, weil es einfach sehr groß ist. Ja, und überall geht wieder was ab. Hier ist wieder normaler Sandstein. Also hier hat man noch nicht die Tunneldecke reingebaut. Nur unten das Fundament. Und hier kann man jetzt auch wieder gut sehen, wie sie gearbeitet haben. Die Abdrücke von den Bruchwerkzeugen. Hier hat man auch wieder ähnlich wie man Zement aufgefahren hat, also mit Zwischendecken gearbeitet und hat das dann Stück für Stück rausgearbeitet. Aber das ist definitiv hier der nackte Fels, das Fundament ist schon da und soweit kamen die Arbeiten noch gar nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal hier vorne weiter. Der Stollen ist gleich aufgebaut. So, und das hier ist, dieses Gebilde ist auch natürlich. Also in der Mitte, das ist noch stehen geblieben. Das hätte noch abgetragen werden sollen. Ein Einstieg in den Tunnel hier rein, in die unterirdische Anlage. Also da fehlt ein Stück von der Decke. Eine Aussparung und darüber ist dann auch wieder ähnlich wie es da ist, der nackte Sandstein. Wir gehen einfach mal hier dran vorbei. Der Bereich steht unter Wasser. So, das ist der Rohstollen. Bis hier gingen die Bauarbeiten. Und wenn wir nach oben gucken, jetzt leuchte mal über dich, da fing erst der Stahlbeton an. Also hier hat man Stahlbeton reingezogen und hier noch nicht. Der Bereich steht jetzt auch unter Wasser. Und wie gesagt, da ist der Stahlbeton reingezogen, geschützter Bereich, also fertiger Bereich. Und der Bereich hier ist noch unfertig. Zurück zum schweren Wasser. Normales Wasser muss also gereinigt werden. Das geschieht in großen Becken, wie es bis heute in Klärwerken und Wasserwerken zum Einsatz kommt. Das wirft einen anderen Blick auf die Anlage Zement C, wo unterirdisch und somit gut geschützt mehrere große Becken errichtet wurden. Das Verwunderliche: Diese Becken wurden nach dem Krieg als Absetzbecken für die Sohleproduktion genutzt. Wurde hier einfach die Bestimmung der Anlage im Krieg nach dem Krieg weiter genutzt? Das ist in Anbetracht dieser Erkenntnisse mehr als wahrscheinlich. Da alle Unterlagen vom Zement C verloren gingen, kann man davon ausgehen, dass im Zement C ebenfalls eine Schwerwasseranlage errichtet werden sollte. Stellen wir einen Vergleich an. Wasser war in ausreichender Menge verfügbar. Auch besitzt die Anlage C einen senkrechten Schacht, der an die Oberfläche führt. Oh, guck mal hier. Da kommt doch Licht rein da oben. Also oben kommt Licht rein. Kannst du mal hochleuchten mit deiner oder mit der Lampe? Hast du die andere dabei? Ja. Alter. Das sind auch ein paar Meter bis oben. Und als Kamin oder Abzug diente. Eine Kausalität der beiden Anlagen ergibt sich. Auch in dieser Anlage gab es Wasserbecken. Diese wurden oberirdisch angelegt. Allerdings sind diese Anlagen heute bereits abgerissen. Somit hat man versucht und es wohl auch geschafft, mehrere Schwerwassererzeugungsanlagen zu betreiben. Das Wasser der Donau wurde durch Ölverbrennung verdampft. Das bedeutet, Ölbrenner erhitzten das Wasser. Die Abgase und der Wasserdampf wurde über den Schacht an die Oberfläche abgeführt. Jetzt ergibt auch der zweigleisige Bahnhof, der an das Reichsbahnnetz angeschlossen war, Sinn. Man plante die industrielle Herstellung in großen Mengen von schwerem Wasser. Die Ölversorgung sollte mit der Eisenbahn sichergestellt werden. In direkter Nähe zu dem Verdampfer befinden sich Fundamente, die dazu ausgelegt waren, Tanks aufzunehmen. Und hier haben wir die Anzeichen dafür, dass hier damals wirklich was stattgefunden hat, dass man hier produziert hat. Wir haben hier so merkwürdige Fundamente, Sockel, ob hier Tanks lagen oder... Diese Tanks sollten als Speicher bei stockender Lieferung durch die Reichsbahn dienen.
Weitere Fundamente geben Hinweis auf Maschinen. Und hier sind auch wieder große Maschinensockel, hier haben größere Maschinen drauf gestanden. Fälschlicherweise werden diese Fundamente der Kugellagerproduktion zugeschrieben. Da die Produktionsstollen der Daimler Steyr Puch AG die hinteren Stollen zugewiesen bekamen, ist eine Nutzung dafür ausgeschlossen. Aus welchem Grund sollten sonst diese Fundamente für die Aufnahme von Maschinen dort angeordnet sein? Man muss erwähnen, dass besonders dieser Bereich komplett mit massiven Stahlbeton versehen war. So, jetzt kann man hier nochmal schön sehen, wie dieser Stollen kollabiert ist. Die Ölversorgung sollte mit der Eisenbahn sichergestellt werden. Zudem konnte man mit der Eisenbahn fertige Produkte auf das Reich verteilen. Durch das Gallenberg-Programm, die Verlagerung der Erdölindustrie unter die Erde für den Mineralölsicherungsplan des Reiches, gab es in der Nähe die Raffinerie in der Anlage Zement. Schlüssel, weil unter uns... Warte, ich mach mal. Merkst du es? Das ist ein Hohlraum. Das ist ein Hohlraum. Der Hohlraum sieht tatsächlich so aus, also wir können es auch belegen, dass hier drunter ein Hohlraum ist. Es geht ca. 4 Meter runter in solche Becken rein, möchte ich mal sagen. Somit sind wir beim nächsten wichtigen Punkt. In der Anlage Zement sollte das wichtige Raketenprogramm von Wernher von Braun aus Peenemünde verlagert werden. Der Plan wurde verworfen, um die Raffinerie dort zu verlagern. Auch in dieser Anlage gab es diese Planung, aber diese wurde nie umgesetzt. Der Zweck dieser Anlage muss also weitaus wichtiger gewesen sein als das Raketenprogramm und die Mineralölsicherung des Reiches. Es stand genügend ungenutzter Platz zur Verfügung, da nur 2 bzw. 3 Stollen für die Produktion von Kugellagern gedient hatten. Auch wurde während der Produktion der Ausbau weitergeführt. Warum also hätte man die Anlage weiter ausbauen sollen, da ihr Zweck bereits erfüllt und Kugellager produziert wurden? Die restlichen Stollen hätte man auch für weitere Produktionen nutzen können. Warum wurde dieser dringend benötigte Platz für die Verlagerung der Industrie nicht genutzt? Doch das wurde er. Hier fand eine ganz andere Industrie ihren bombensicheren Produktionsplatz. Die Industrie zur Herstellung von den benötigten Materialien für die Errichtung von Kernreaktoren und Atomwaffen. Es gibt einige deutliche Hinweise, dass hier nicht nur schweres Wasser industriell produziert wurde. Schweres Wasser benötigt man für die Betreibung von Atomreaktoren, die mit Natururan betrieben werden. Uran gab es durch die eigene auf dem Reichsgebiet befindlichen Uranminen im Erzgebirge, die der Firma Sachsen-Erz GmbH unterstanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die deutsch-sowjetische Aktiengesellschaft Wismut unter Beteiligung der DDR den Uranabbau. Schwerwasserreaktoren kann man mit Natururan betreiben. Ein Natururanreaktor verwendet also Natururan als Brennstoff und benötigt somit kein angereichertes Uran. Um eine selbsterhaltende Kettenreaktion zu erhalten, kann man kein gewöhnliches Wasser, also H2O, verwenden. Man benötigt spezielle Moderatoren, schweres Wasser, also D2O. Deswegen spricht man hier auch vom Schwerwasserreaktoren, kurz HWR, Heavy Water Reactor. Dieser Typ kam noch bis Mitte der 80er Jahre in der BRD zum Einsatz und wird weltweit immer noch betrieben. Jetzt hatte man also 2 elementare Bestandteile für Kernreaktoren: schweres Wasser und Natururan. Aus diesen wichtigen Bestandteilen konnte man einen lauffähigen Kernreaktor betreiben. Mir liegen Aussagen von Zeitzeugen vor, die besagen, dass das Dritte Reich im Besitz mehrerer solcher Reaktoren war, die bereits in Verwendung waren, um Energie zu erzeugen. Es handelt sich dabei nicht um Reaktoren, wie wir aus dem Zeitalter der Kernenergie kennen. Es handelt sich um deutlich kleinere Schwerwasser-, also HW-Reaktoren, die unterirdisch zum Einsatz gekommen sein sollen und lokal die unterirdische Industrie mit Energie versorgt haben. Diese Theorie wird durch die Aussagen von Zeitzeugen im Raum Ohrdruf bestätigt. Die US-Streitkräfte haben aktiv nach diesen Reaktoren gesucht. Sie sind laut den Zeugen auch fündig geworden. Eine Anlage wurde geöffnet. Dort kam Personal zum Vorschein, was merkwürdige Krankheitsbilder aufwies. Lokale Ärzte wurden zur Versorgung der Menschen angefordert. Kein deutscher Arzt kannte die Krankheitsbilder. Erst Spezialärzte der US-Armee stellten Strahlenkrankheiten und Deformationen der Körper der Arbeiter fest. Da die US-Armee eine Anlage suchte, die noch nicht in Betrieb gewesen ist, eine im Betrieb befindliche Anlage setzt Strahlung frei, entschloss man sich, diese Anlage samt Arbeitskräfte durch eine Sprengung zu versiegeln. Überprüfen lassen sich diese Aussagen nicht. Die US-Armee schweigt dazu und es gibt ergo auch keine Unterlagen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Wir fassen zusammen.
Das Dritte Reich war in der Lage, die Bestandteile für einen Kernreaktor selber herzustellen. Die Wissenschaftler waren mit die Besten der Welt und ihnen standen unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Die Kernforschung war geheimste Reichssache und als kriegsentscheidend eingestuft. Hitler selber hat sich mehrfach gegenüber seinem Leibwächter Rochus Misch und dem Oberst Rudel zur Atombombe geäußert. Die alliierten Geheimdienstberichte berichten sogar von Atombombentests und die Truppenbewegungen der US-Amerikaner geben grundsätzlich Hinweis auf diese Technologie. Die Forschungsanlagen, wovon man wusste, dass sie zuerst den Sowjets in die Hände fallen würden, ließ man massiv bombardieren und sie wurden aufgrund dessen vollständig zerstört. Man riskierte sogar einen möglichen Krieg mit den Sowjets, um an die deutsche Technologie zu gelangen. Es standen dafür bereits ergebene Wehrmachtseinheiten weiter unter Waffen, die bei einem möglichen neuen Krieg mit den eigenen Streitkräften zusammen eingesetzt worden wären. Doch wie konnte es das Dritte Reich schaffen, eine funktionierende Atomwaffe zu konstruieren? Es bedarf mehr als einen Schwerwasserreaktor. So, ich bin jetzt am obersten Punkt des Verbruches. Aufgrund von der Sprengung hat der hier stattgefunden. Und ich bin jetzt am Tunnel, an der Tunneldecke. Ne? Also wir haben hier knapp 10 Meter, sogar hier noch höher. Hier ist eine riesige Halle. Durch die Sprengung auch ganzheitlich schwarz. Außer die Sachen, die nachträglich noch abgebrochen sind. Die haben wieder die Farbe des Sandsteins. Wie gesagt, über mir ist die Stahlbeton-Tunneldecke, hier hängt ja wirklich der Stahlbeton raus. So, und jetzt gucken wir uns mal die Mächtigkeit der Stollendecke an. Ja, also das ist hier der Stahlbeton und schaut euch das mal an, wie dick das ist. Ja, so, und jetzt film mal nach da bitte. Schaut euch das mal an, wie impulsant das ist. So, und wenn ihr euch das jetzt mal anguckt hier, es ist wirklich gewaltig und das muss gut gerumst haben. Also ihr seht die schwarzen Bereiche, das sind die Urbereiche und das ist nachträglich noch verbrochen, das helle. Und wie gesagt, hier ist die mächtige Stahlbetondecke, ja, also der Stahl hängt da noch raus. Deswegen können wir sagen, das war tatsächlich Stahlbeton. Und hier geht es runter. Schaut euch das mal an, also wie gesagt, das kriegt man mit der Kamera niemals so eingefangen. Die Atmosphäre hier drin ist wirklich gewaltig und schaut euch das mal an, was das ein Dom ist. Ja, Lucy steht da, passt mal auf, ja, wie riesig das hier ist. Hier ist der Bogen der Tunneldecke und wenn wir jetzt mal in die andere Richtung leuchten, schaut mal hier, ja, da geht es dann wieder runter in den Stollen, der hinten auch wieder verschüttet ist, versprengt ist. Also wirklich gigantisch, was man hier damals unter der Erde geschaffen hat und was diese Menschen damals wirklich geleistet haben. Ja, das darf man nicht vergessen und das muss auch Anerkennung finden, dass die unter widrigsten Umständen, unter Einsatz ihres Lebens solche riesigen Anlagen hier im Krieg bauen mussten. Ja, hier sieht man noch mal schön den Stahl, der eingezogen ist. Was meint ihr, was das gerumst hat? Das macht man nicht mal eben mit 5 Kilo Sprengstoff hier weg. Ne? Also da sind schon einige Tonnen notwendig, um die gesamte Anlage hier tatsächlich zu sprengen. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was diese Anlagen für Dimensionen haben. Also hier hat es nochmal richtig gut gerumst. Ja, hier hat es die Tunnelwand quasi in den Tunnelmitte reingedrückt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Das ist wie gesagt nur Sand auf dem Boden. Es ist weich. Lucy hat auch Probleme zu laufen. Man sinkt ein, es ist mühselig, allein hier hochzukommen. Also es ist wie in der Wüste. Überall hat man dann noch gegraben. Überall gehen noch so kleine Seitengänge ab. Und wie gesagt, das ist der Hauptstollen hier. Und es ist einfach zu gewaltig. Also man kriegt es nicht wirklich eingefangen. Also es ist wirklich riesengroß.
kehren wir erneut nach Thüringen, besser gesagt dem Jonastal und dem Truppenübungsplatz Ohrdruf zurück. Hier finden seit ca. 5 Wochen Erdarbeiten auf dem Gelände des Übungsplatzes statt. Auf einer freien Fläche werden mit Baumaschinen Löcher und Gräben ausgehoben. Offiziell heißt es, dass man dort Entwässerungsgräben anlege. Warum sollten auf einer freien Fläche, zudem auf dem Truppenübungsplatz, Entwässerungsgräben benötigt werden? Ist hier eine unterirdische Anlage von Wassereinbrüchen bedroht? Arbeiten auf Übungsplätzen finden immer wieder statt. Aber die offizielle Erklärung der Arbeiten lässt mehr dahinter vermuten als zugegeben. Dass sich unter dem Truppenübungsplatz unterirdische Anlagen befinden, wurde durch das ZDF bekannt. Die Behörden schweigen bis heute. Schaltet auch demnächst wieder ein. Es geht spannend weiter. Wir stoßen tiefer in das Hochtechnologiezentrum vor. Wir suchen nach dem Zugang zu der 2. Etage, wo sich laut Augenzeugenberichten die Fabrik für die Atombombe befunden haben soll. Weiter unterstützt eine Aussage die Theorie des deutschen Atomprogrammes über das Atommüllendlager Asse. Die Anzeichen und Verbindungen sind da. Sie richtig zu deuten ist jetzt die Aufgabe. Eine Zeichnung des Ingenieurbüros Fiebinger gibt ebenfalls Hinweise auf eine Kernwaffenproduktion. Zudem werfen wir einen genaueren Blick, warum dieser Standort für Kernwaffen designiert war und was sich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges hier zugetragen hat.